Ich erinnere mich an unsere schlechte Saison damals gegen Kaiserslautern. Und Rudi war ja da, hat in dem Jahr sein letztes Spiel gemacht für Bayer Leverkusen, hat seine Karriere beendet und er hat da bis zum Schluss unheimlich gut mitgezogen und hat uns damit von dem Abstieg damals mitgerettet. Rudi Völler ist dort wirklich im Training auch vorangegangen und hat halt auch wirklich das Team so zusammengehalten. Man darf auch nicht vergessen, dann Peter Hermann war dann der Trainer damals, er war zuständig, nachdem Erich Ribbeck dann gegangen ist. Es war wirklich eine absolut harte Situation, aber es war so, also für mich, für Zecke Neuendorf, Mike Riedpitsch, wir konnten aufschauen zu Rudi Völler und sagen, okay, wir folgen dem und der hat den richtigen Weg vor. Der Rudi hat mit 36 Jahren zum Abschluss seiner aktiven Laufbahn ganz entscheidend dafür gesorgt mit seinen wichtigen Toren, dass wir den Klassenerhalt geschafft haben. Und danach wurde er Sportdirektor und hat dann mit mir gemeinsam Bayern 04 auf eine moderne, erfolgreiche Zukunft aufgestellt. Wir hatten eine tolle Zeit. Wir hatten in den 2 Jahren, die wir zusammen gespielt haben, viel Spaß miteinander. Und seitdem sind unsere Wege immer mehr gekreuzt. Und vor allen Dingen mit dem tollen Ende 96 hat es natürlich viel verbunden. Ich bin Rudi dankbar für die Zeit hier mit ihm, vor allen Dingen. Das ist das Wichtigste. Persönlich erstmal so, dass ich überhaupt die Chance hatte, mit ihm zusammenzuspielen. Andersrum muss ich sagen, gratuliere ich ihm auch, dass er die Chance hatte, mit mir zusammenzuspielen. Das ist für ihn wahrscheinlich auch ein schönes Erlebnis gewesen. Wir haben 2 Jahre zusammengespielt und ich denke, es ist immer schön für einen jungen Spieler von einen Eltern oder einer Persönlichkeit, so wie er ist und Schuster etwas zu lernen. Und deshalb hat uns auch im Fußball mehr weitergebracht. Ja, was heißt zu verdanken? Wir waren natürlich auch logischerweise Konkurrenten, aber es hat immer unheimlich Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuspielen, weil er in meinen Augen erfolgsbesessen war als Spieler. Die Zeit danach kann ich nicht einschätzen, aber ich denke das mal auch. Und jetzt sind so Sachen, die man auf jeden Fall für das Leben behalten hat. Ja, ihm zu verdanken, ja, wie man gegen Stürmer spielt. Wir haben ja doch einige Male gegeneinander gespielt und ich habe gegen gute Stürmer gespielt. Und wie ich zu Bayern kam, war das der Gerd Müller und ich glaube, vielleicht nicht in einem Satz, aber gleich dahinter von der Qualität her kam Rudi Völler. Dann lernst du ihn erstmal, wenn man gegeneinander spielt, kennen und weiß, ja, kann schwierig werden, guter Kicker. War zwar schon ein bisschen älter dann, aber trotzdem war er immer noch einer, der für ein Tor gut war. Na, ich bin mit Rudi natürlich als Fußballarzt groß geworden, habe da eine Menge von ihm gelernt, habe den Umgang mit Spielern, den Umgang mit Stars gelernt. Er war da an vielen Stellen sehr, sehr hilfreich. Und wenn er einen einmal quasi sein Vertrauen geschenkt hat, dann steht er auch zu einem. Ja, ich bin natürlich als Quereinsteiger ins Fußball reingekommen und die Erfahrung, die er natürlich hat, und davon habe ich extrem profitiert. Ich habe extrem viel von ihm gelernt, was das Fußballerische, das Fußballgeschäft an sich ist. Also der ist ja auch in den Meinungen sehr klar. In vielen Sachen sagt er auch ganz klar, kann ihm keiner was vormachen. Und ich habe das genossen, ich habe das geliebt, zuzuhören, wenn er seine Geschichten erzählt und seine Erfahrungen. Und ich habe natürlich auch dadurch sehr, sehr viel gelernt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, meine Erfahrungen und meine Fähigkeiten zusammenzubringen mit den Fähigkeiten und Erfahrungen, die er hat. Und ich habe davon sehr viel aufgesaugt. Ich glaube, habe ich ein bisschen auch gelernt mit den Rudi, wegen dieser Erfahrung, wo der in Ausländer haben. Also zum Beispiel in Italien, weil danach kommt mein Transfer nach Italien. Ne? Und diese Erfahrung von denen war sehr wichtig für mich, für die Zukunft. Rudi war natürlich nach außen oft emotional und klar auch in meiner Kabine, aber über die Jahre ist er dann auch ein bisschen ruhiger geworden und ich war auch jemand, der sehr viel an sich ranlassen hat, von Ergebnissen, Tabellenständen und so weiter und so fort. Und ich glaube, das konnte man mit
da hat er mich schon geprägt, wenn es unter 4 Augen ging. Habe ich dann schon gemerkt, dass es auch anders geht und es auch ein bisschen mit Ruhe, mit ein bisschen Abstand zu dem Spiel, dass man die Dinge auch ein bisschen anders verarbeiten muss und das hat mich sicherlich geprägt. Primero que nada por el apoyo constante de estos años que yo estoy acá, desde que llegué al club, no solamente para mí, sino para todo el equipo, para todos los chicos y que para nosotros una persona con tanta historia futbolísticamente para nosotros es importante, así que para nosotros es muy útil que esté en el club y lo podamos tener cerca. Dass Platz gemacht hat auf dem Platz für mich. Rudi hat aufgehört und in das nächste Jahr bin ich dann von KFC Uerdingen zu Bayer Leverkusen gewechselt. Und hätte er noch ein Jahr gespielt, wäre ich vielleicht nicht nach Bayer Leverkusen gewechselt und hätte ich nicht die 3 unglaublich schönen Jahre erlebt da. Passt das zusammen. Er hat dann sonntags ab und zu noch mittrainiert mit der Mannschaft, war noch fit und wusste noch genau, wo das Tor steht. Also das habe ich an ihm zu verdanken. War auch Zeit für ihn aufzuhören. Ja, also wenn ich ganz zurückblicke und nicht ganz falsch liege, dann hat er einen sehr großen Anteil erstmal auch an meinem Wechsel von Kaiserslautern nach Leverkusen. Also seine Beziehung zu Otto Rehhagel war dementsprechend gut oder überragend, dass Otto den Anweisungen, beziehungsweise er hat es irgendwie hingekriegt, dass damals in einer schwierigen Situation für mich, ich hatte noch ein Jahr Vertrag in Kaiserslautern, hatte damals die Anfrage aus von Leverkusen und wollte eigentlich auch nach Leverkusen, wollte den nächsten Schritt machen. Und Kaiserslautern wollte mich nicht gehen lassen und das war ein bisschen verzwickt in der Vorbereitung und da erinnere ich mich, war ein Vorbereitungsspiel zwischen Leverkusen und Kaiserslautern, ich war verletzt und Rudi hat das irgendwie hingekriegt, dass ich wechseln konnte und es war für mich als junger Spieler dann auch eine ganz, ganz wichtige Situation, weil ich Ruhe hatte, weil ich jetzt einen Kopf frei hatte, ich habe das bekommen eigentlich, was ich wollte. In dem Sinne, dass ich den nächsten Schritt machen konnte. Ja, für mich war es eine ganz tolle Erfahrung, gegen ihn spielen zu dürfen. Da habe ich mal gemerkt, was ein Weltklasse-Stürmer so alles drauf hat. Und hinterher, nach zig Jahren, dann hat er natürlich mitbetrieben, dass ich wieder zu Bayer Leverkusen zurückgefunden habe. Und da hat er als quasi mein Chef und Sportchef, hat er mich sehr, sehr unterstützt und hat mir immer sehr viel Rückhalt gegeben. Ich denke, dass der Rudi mitentschieden hat, dass ich halt nach langer, langer Zeit in der Bundesliga als Spieler, als Trainer, als Manager den Weg zurück zu Bayer gefunden habe, zu Bayer 04 Leverkusen, der ersten Station überhaupt für mich im Profifußball und dafür bin ich ihm natürlich auch dankbar, weil der Kreis hat sich so geschlossen für mich. Ja, einfach allein schon die Tatsache, dass ich hierher kommen durfte, dass ich hier spielen durfte so lang und ja auch die Erfahrung machen durfte mit so einer Persönlichkeit, die im deutschen Fußball einfach legendär ist, arbeiten zu können. Ich habe ihm einiges zu verdanken. Ich bin dem Verein und ihm, das habe ich damals, als wir es das erste Mal gesehen haben und nachdem ich unterschrieben habe, auch gesagt, ich bin dem Verein und ihm persönlich auch sehr dankbar, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, hier in der Nähe Fußball zu spielen, da wo ich groß geworden bin. Unabhängig davon, in so einem riesen Verein zu spielen, gehören natürlich 2 dazu. Ich wäre nicht hier, wenn ich keine Qualität hätte. Aber ich bin ihm sehr dankbar auf jeden Fall, dass ich das hier so machen darf, wie ich es machen darf. Jetzt zu verdanken auf jeden Fall, dass ich hier bin. Ich war ja mit einer seiner ersten Transfers, als er dann wieder Sportdirektor sozusagen hier geworden ist. Und ich weiß noch, dass er, ich glaube, da habe ich die finale Zusage gegeben, dass er mich angerufen hat am Geburtstag meiner Frau. Und das ist auch Rudis Geburtstag. Also von daher weiß ich das noch genau, wo ich stand, wo wir dann sozusagen fix gemacht haben, dass ich zu Bayer 04 komme. Und das war ja auch für mich ein auch lebensverändernde oder wegweisende Entscheidung. Und das habe ich auch Rudi zu verdanken. Und vor allem natürlich mein erstes Bundesliga-Tor habe ich Rudi zu verdanken. Weil er ja dann Interimstrainer war
Und der Trainer vorher hat meine Qualität nicht so gut eingeschätzt wie Rudi. Und deswegen habe ich die gespielt und direkt gegen Köln ein Tor gemacht, Heimspiel. Mein erstes Bundesliga-Tor, also unter dem Trainer Rudi Völler. Sehr viel. Also ich kann mich an unser erstes Gespräch noch erinnern. Da war ich noch in Nürnberg und er hat mich angerufen, als Michael Reschke bei mir zu Hause war und wir über die erste Mal, dass ich da gehört habe, quasi, dass Leverkusen mich verpflichten möchte, habe ich mit ihm telefoniert gehabt, aber auch mit Michael Skibbe und da ist es natürlich was ganz Besonderes, wenn dann Rudi Völler dich anruft, du mit ihm sprichst, er dir auch noch sagt, hey, wir wollen dich unbedingt holen, also bitte entscheide dich für uns, dann bleibt sowas einfach hängen und das werde ich erst mal so nicht vergessen und ja, da bin ich hier 2006 hergekommen und ich habe von Rudi einfach viel gelernt in der Hinsicht, dass, wie soll man sagen, er ein Typ ist, der dir vermittelt, dass du positiv im Leben bleiben musst und dass du nach vorne schauen sollst und das macht er eigentlich echt immer gut und geht da auch immer sehr gut voran. Erste, hatte mich aus Brasilien geholt, das würde ich ihm sehr, sehr bedanken. Und er sagte mir einfach im Fußball, Paulo, du musst Spaß haben auf Fußball. Das ist jetzt, der Druck ist zu viel, aber du musst Spaß haben. Und da habe ich immer in den Hintergrund bei mir und ich denke, ich bedanke ihn, dass ich Spaß gehabt bei der Nationalmannschaft, Spaß gehabt bei Bayer Leverkusen und Spaß gehabt mit ihm. Ab und zu, wenn wir auch in Thailand zusammen gespielt, als Stürmer-Duo, haben wir Spaß gehabt. Also der Rudi war immer, ich glaube von Anfang an immer dabei bei den Gesprächen, was für mich auch so was Neues war und ich hatte aber direkt ein echt gutes Gefühl bei ihm, weil er mir einfach klar Sachen auf den Tisch gelegt hat, so hat gesagt, dass einfach an mir liegt und das aber in Leverkusen einfach ein guter Schritt für mich ist. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, dass er das so klar und deutlich auch immer gesagt hat. Das hat einen sehr guten Austausch ermöglicht. Und ich glaube, das war sehr wichtig und einer der Momente, die ich jetzt in Erinnerung habe. Bei uns war, also als ich damals Profi geworden bin bei Bayer, war es ja so, dass ich unter anderem die Gespräche hatte mit Rudi. Und ja, ich da ihm auch die ersten Schritte im Profifußball zu verdanken habe, auf jeden Fall. Er war mit ein Initiator, warum ich den Durchbruch bei Bayer geschafft habe. Und mittlerweile bin ich Nationalspieler, habe in der Champions League gespielt, viel Erfahrung gesammelt und ganz am Anfang war Rudi auf jeden Fall mit dabei. Ja gut, ich meine, er hat mir am Ende das Tor geöffnet für das Dasein im Profigeschäft. Mit ihm habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dementsprechend habe ich schon eine Verbindung zu ihm und ihm auch viel zu verdanken. Er hat mir sehr viel Vertrauen geschenkt. Fußballerisch war ich jetzt nicht die Generation, wo Rudi noch viel gespielt hat. Deswegen viele Spiele habe ich leider nicht mehr sehen können. Aber unsere Verbindung ist definitiv durch den Verein Bayer Leverkusen zustande gekommen. Ja, allen voran habe ich Leverkusen somit auch Rudi auch viel zu verdanken. Ne? Ob das jetzt Rudi alleine war, eher nicht wahrscheinlich, aber als führender Kopf von Leverkusen habe ich natürlich dem Verein sehr, sehr viel zu verdanken. Ich bin da Profi geworden, ich wurde da ausgebildet, ich bin mit 15 Jahren ins NLZ gekommen, habe dann da jede Mannschaft durchlaufen, bin da auch zum Mann geworden, habe mein Abitur gemacht. Also Leverkusen ist einfach ein Teil meines Lebens und nicht unwesentlicher. Ich habe immer noch sehr, sehr viele gute Freunde, enge Bekannte in dem Verein. Und ich komme immer auch gerne zurück, weil das dann doch schon bei allen Wechsel, die dann natürlich vielleicht auch normal sind auf gewissen Positionen, immer wieder gern zurück zur Bayer-Familie. Diese Familie, wie gesagt, wurde so als Oberhaupt natürlich von Rudi über Jahrzehnte zusammengehalten und geführt. Ich persönlich habe Rudi zu verdanken, oder ich glaube, wir alle Spieler, dass wir in so einem ruhigen Umfeld wachsen durften und konnten. Ich habe das Gefühl, dass er, dadurch, dass er wahrscheinlich auch selber Spieler war, uns
immer auf eine gewisse Art und Weise verstanden und auch verziehen hat. Sei es, wenn ich mal ein schlechtes Spiel gemacht habe, sei es, wenn ich mal irgendwas medial gesagt habe, was ich vielleicht auch hätte lassen können, hatte ich immer das Gefühl, dass er auf der Beziehungsebene dich nie verliert, sondern dich immer so ein bisschen noch versteht und versucht, sich nachzuvollziehen und dir auch zu verzeihen. Also ich finde, dass er eine sehr, sehr große Empathie da einfach hat und sehr, sehr empathisch. Ja, ich habe dem Rudi Völler zu verdanken, dass ich meine Nationalmannschaftskarriere begonnen habe. Er hat mich damals eingeladen und deswegen bleibt Rudi Völler immer ein Mensch, aber auch ein Trainer, der mich immer gefördert hat. Und dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, dass er damals, wo ich noch jung und kräftig war, an mich geglaubt hat. Er hat mich 2002 mit den Kader dazu genommen in der Nationalmannschaft. Aber leider war ich ja verletzt und konnte bei der WM 2002 nicht dabei sein. Aber er hat auch in einer schwierigen Phase zu mir gestanden und hat mich gefördert als Spieler, hat er mein Talent erkannt. Dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Und seine menschliche Art, die er jeden Tag uns begleitet hat in der Phase. Es war wirklich auf eine gewisse Art und Weise eine Bereicherung. Sehr viel. Und zwar bin ich ja 2005 dann nach Leverkusen gekommen, nach der Ausleihe aus Hannover. Damals war Klaus Augenthaler Trainer und da kam ich noch nicht so richtig zum Zug. Und in der Übergangsphase war dann Rudi Völler hat übernommen und hat mich als 20-Jährigen dann da so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen und kann dir nicht mehr sagen, wie viele Spiele das unter ihm waren, aber danach kam dann Michael Skippe und hat dann weiter auf mich gebaut. Aber ich glaube, so diesen ersten Schritt war schon von Rudi Völler da in die Mannschaft zu kommen und deshalb, man weiß nicht, wie es gekommen wäre, wenn man da die Chance nicht kriegt. Ne? Das ist ja immer so. I remember when he stepped up to be a manager for a couple of games, and I remember me and him having a talk, and him telling me, Berba, you are very important for our team. You know that. You just go out there and just play the way you can play, and we know that you can play and score goals and make an assist. And when you hear something like that coming from a manager or from someone who used to score goals and is a legend of football, then your self-confidence gets even bigger and relaxes you and calms you down. And then you have even more power to go out and play. Durch die vielen, ich war fast 3 Jahre in Leverkusen, habe ich natürlich auch sehr, sehr viel von ihm gelernt, weil er natürlich einfach jemand ist, der schon sehr, sehr lange im Fußball unterwegs ist, in allen möglichen Positionen, erst als Spieler, als Trainer, als Funktionär, eigentlich alles, was man so machen kann im Fußball und seine Erfahrung. Die hat mir natürlich sehr geholfen, ne? Und natürlich auch so ein bisschen gewisse Dinge einzuordnen. Ich bin ja auch manchmal ein bisschen impulsiv und da hat mir Rudi schon an der richtigen Stelle dann auch mal eine gewisse Gelassenheit abverlangt und die hat mir auch gut getan. Ne? Deshalb, ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt, natürlich über den Fußball, aber auch über das Fußballgeschäft und freue mich, dass wir auch bis heute Freunde geblieben sind. Ja, wir haben einmal als Kommentator 2006 ein Spiel von Brasilien und wir waren zusammen bei Fernsehen und dann das war natürlich eine super Zeit, weil er hat mich, weil ich wusste nicht ganz genau ein paar Worte auf Deutsch und dann er hat mich geholfen natürlich, dass ich als Kommentator meinen Kommentator bringt. Er hat mich geholfen und ich bin sehr dankbar. Und auch, er hat immer bei unserer Stiftung, ich habe eine Stiftung in Deutschland, heißt Pro-Fußballer helfen Kinder. Ne? Star for Kids ist der Name. Und Rudi Völler, also durch Leverkusen, ist immer bereit zu helfen mit Trikots, mit Aktionen. Ich bin sehr dankbar dafür.
Vom Rudi Völler kann man viel lernen. Alleine sein Auftreten, dass er immer sehr bescheiden war. Und wie ich gerade sagte, der hatte einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und immer ein offenes Ohr für jeden Mitarbeiter, egal ob Spieler oder Platzwart. Man konnte Rudi immer ansprechen, wenn man Probleme hatte. Ja, ich habe eigentlich so in meiner Zeit als Teammanager unheimlich viel zu verdanken, da ich mit ihm einen sehr guten Draht hatte, auch Dinge intern zu lösen, wo ich dann nicht so gerne zum Trainer laufe und sage, ich habe ein Problem mit dem Spieler, sondern bin dann zu ihm gegangen und wir haben die Situation dann zusammen aufgeklärt. Und das war für mich immer, ja, da konnte ich mit allem, was ich hatte, zu ihm kommen und wir haben immer, oder zum größten Teil immer eine Lösung gefunden. Und das war halt sensationell. Wenn wir Konfliktsituationen innerhalb der Mannschaft hatten, die ein Trainer manchmal nicht alleine lösen kann, dann habe ich Rudi mit einbezogen und Rudi hat dann mit seiner Persönlichkeit, mit seiner natürlichen Autorität, wie man so schön sagt, einigen Spielern den Kopf gewaschen und auch ganz klar formuliert, dass Fußball kein Individualsport ist, sondern ein Mannschaftssport. Dass es eben kein Anrecht auf eine Stammplatz-Spielgarantie gibt, sondern dass man sich das immer wieder erarbeiten muss. Ja, ich bin ja vor 10, 11 Jahren hierher gewechselt und gerade die Anfangsjahre gab es natürlich auch viele Dinge bei mir und ob positiv oder negativ muss ich sagen, dass Rudi immer für mich da war und für mich immer ein Ansprechpartner war und wir auch über die letzten 10 Jahre hier wusste ich immer, dass wenn ich was habe, dass ich auch immer mit Rudi sprechen kann und deswegen werde ich ihm da auch immer sehr dankbar sein, dass er mich da sozusagen in meiner Karriere immer begleitet hat. Ich glaube schon, dass er eine gewisse Aura versprüht, wo man das Gefühl hat, okay, man muss manchmal nicht unbedingt viel sagen, um eine Autorität auszustrahlen. Und das würde ich jetzt mal vielleicht so einschätzen, wo ich vielleicht mal was abgeguckt habe. Und ich glaube, von Rudi kann man sehr, sehr viel lernen. Ich glaube auch einfach seine Art, wie er ist. Er hat sich nie verstellt. Er ist immer authentisch gewesen. Und genau deswegen lieben ihn alle Leute, sowohl im Verein als auch extern, weil er einfach immer selbst geblieben ist. Ich denke, das darf auch nicht abhanden gehen. Und das ist, denke ich, was den Rudi ganz klar ausmacht. Er war ein Superstar als Spieler, hat vieles erreicht, aber er ist trotzdem auf dem Boden geblieben, beziehungsweise trotzdem normal geblieben, wie wir sagen würden. Und er hat sich nicht verstellt und das ist das, was ihn einzigartig macht, denke ich. Also grundsätzlich habe ich natürlich sehr viel Respekt vor ihm. Ich habe es gerade probiert zu sagen. Als Mensch war er wirklich top, auch zu uns jungen Spielern. Er ist ja so, jetzt glaube ich, so 12 Jahre älter wie ich. Habe ihn da kennengelernt in der Nationalmannschaft. Ist nicht immer so einfach gewesen als junger Spieler, aber er probiert einem immer ein gutes Gefühl zu geben. Hat einen immer gut behandelt, auch wo wir zusammen bei Bayer Leverkusen gespielt haben. Von daher bin ich ihm für die Zeit einfach dankbar. Ich konnte schon einiges von ihm lernen, abgucken. Großer Mensch, muss man wirklich sagen. When I come here, when I saw first time that I saw one legend, he's really kind. He talked very good with the young players, so I was shocked and I proud, and it was perfect for me. So I understand when you are a legend, you need to be always similarity of him, like him. Ja klar, dass ich natürlich hier spiele, dass die mich geholt haben. Vor allem nicht nur mich, aber was ich gehört habe, wie Rudi die anderen Menschen mit umgeht. Und diese Qualität schätze ich sehr an ihm. Und leider haben wir keinen Titel für ihn geholt, aber sonst
fühle ich mich privilegiert, dass ich in einem Verein mit so einem Spitzenname und Führer hier spielen konnte. Ja, auf jeden Fall. Als ich hierher gekommen bin, war er auf jeden Fall verantwortlich dafür, dass das auch so geklappt hat. Und definitiv habe ich ihm sehr viel zu verdanken. Die Jahre, wo ich hier bin, ist er auch führende Kraft hier gewesen und hat das Ganze vorangetrieben. Und dann habe ich gesagt, der Rudi Völler. Sagt der Kalmo, Steppi, den können wir nicht bezahlen. Und dann musste ich den in den kleinen Flugzeug reinschieben. Aber geh erst mal verhandeln. Und wenn du mir nach der Verhandlung sagst, ja, ist zu teuer, dann glaube ich dir. Aber ich kann dir nicht glauben, bevor du dann mit dem gesprochen hast, dass du sagst, ist zu teuer. Und deshalb ist er dahin. Und dann ist er zurückgekommen, ja, mit einem positiven Ergebnis. Letztendlich war es ja bei mir auch so, dass ich ihn auch nur als Legende aus dem Fernsehen gekannt habe, von der Nationalmannschaft, Weltmeister, hin und her. Und plötzlich tauchte er dann da in Leverkusen auf. Ich war sozusagen Mitspieler und aber auch Fan. Man kannte natürlich Rudi Völler damals von 1990, ich glaube, als 11-jähriger Junge, wo damals die Weltmeisterschaft gespielt worden ist, wo der Rudi da mitgespielt hat. Und dann hat man ihn auf einmal als Trainer und das war schon ein besonderes Ereignis. Ich bin ja als junger Spieler mit 19 Jahren zur Nationalmannschaft gekommen. Ne? Da waren wirklich so Größen wie Andi Brehme, Matthäus, Jürgen Kohler, aber eben dann auch Rudi Völler, zu dem man schon hochgeschaut hat, wo man 2 Jahre vorher eigentlich noch bei der WM 90 Fan war irgendwo dann auch und plötzlich ist man dann mitten dabei. We love him, the Iranian people, because Iranian people loves football, and when I came here, they told with me, said, we know Rudi Völler. Und da ist schon eine gewisse Demut dann mit dabei. Ich hätte zum Beispiel Rudi Völler nie umgehauen im Training oder ich wäre nie richtig rangegangen bei ihm oder irgendwie sowas. Da gab es andere, da bin ich mit Freude rangegangen und habe die umgehauen. Und bei Rudi Völler wäre ich nie so rangegangen. Und weil er war einfach geil. Also Rudi Völler war einfach, das hat einfach Spaß. Und ist auch so, wenn ich ihn heute noch sehe, irgendwie im Fernsehen, wenn er ein Interview gibt, ich habe gleich mal so eine Freude. Ich freue mich dann immer, denke so, cool. Aber ich glaube, jeder kennt seine legendäre Interview nach dem Spiel gegen Island. Was mir so in bleibender Erinnerung ist, heute noch, muss ich sagen, das war die Zeit danach. Wahrscheinlich werden nicht viele sagen, es war seine sensationelle Wutrede nach dem 0-0 in Island mit der Nationalmannschaft und dem anschließenden Interview mit Waldi Hartmann. Grandios. Ja, ich kann vielleicht eine kleine Story erzählen. Rudi damals, vor 10 Jahren, wo er noch gespielt hat als Aktiver, da gab es ja noch nach der Saison oder der Winterpause Mannschaftstouren. Ne? Und dann war auch ein bisschen geselliger als heute. Wir waren nicht so ganz ernst. Und Rudi war ja ein Zocker vor dem Herrn. Er hat unheimlich gern geknobelt und er war immer mit bester Laune und immer gut gelaunt. Und einmal hat einer versucht, ihn zu betrügen. Er hat versucht, beim Knobeln zu betrügen. Und da ist Rudi ausgerastet. Da ist er ausgerastet. Und da war er beim denkst du auch Gold gegen, beim Hartmann. Yeah, it's really interesting to listen his opinions and his advices. Rudi hat ja so seine Lieblingsgeschichten, ne? Und hat natürlich sehr viel Erfahrung und ist natürlich auch ganz viel passiert. Rudi hat dann über die Jahre immer geschaut, ob ich am Tisch sitze, weil ich natürlich dann irgendwann 12 Jahre im Verein war und diverse Geschichten schon einige Male gehört habe. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, Lars, du hast das schon mal gehört. Meine Lieblingsgeschichte mit Rudi ist eigentlich so, weil ich ihn da auch so ein bisschen bis heute noch ein bisschen kopiere, ist, wenn es mal irgendwelche Entscheidungen anstanden und man musste irgendwie sich entscheiden, dann war ein Lieblingssatz von Rudi so nach dem Motto, wenn man es vertagt hat, wir finden schon eine Lösung. Ne? Und das
das ist was, ja, was ich heute noch benutze. Meine Familie wird manchmal verrückt, wenn ich das sage. Und die wissen auch, wo das herkommt, insbesondere meine Frau. Also das ist sowas, was ich mitgenommen habe und so ein bisschen Gelassenheit, ein bisschen laufen lassen und dann wird sich das alles schon irgendwie ergeben. Die erste Begegnung, die ich mit Rudi hatte, als ich zugesagt hatte, Cheftrainer von Bayer Leverkusen zu werden, als wir dann über unsere Aufgaben und Aufgabenteilung uns unterhalten hatten und er mir dann sagte, aber du weißt, wir sprechen jetzt über das Jahr 1996, er sagt dann zu mir, du weißt aber, dass wir im Grunde genommen 34 Auswärtsspiele haben und einen Zuschauerschnitt von knapp 7.000 Zuschauern und da haben wir uns aber dann auch die Hand gegeben und haben gesagt, wir werden alles dran setzen, um dies zu ändern. Ich glaube, der Kalli und der Christoph haben es damals nicht immer einfach gehabt mit dem Rudi, weil er schon mal eher noch das Ganze aus Spielersicht gesehen hat. Und er hat versucht, das Management mitzunehmen und das auch zu lernen. Ja, wir wussten, er ist sportlicher Leiter oder Sportdirektor, aber im Grunde genommen haben wir auf einer Ebene miteinander diskutiert und der war immer noch, und weil es ja auch gerade kurz nach seinem Abschied war, er war natürlich immer noch Spieler zu diesem Zeitpunkt. Er hat, wenn die Möglichkeit da war, immer mal wieder mittrainiert. Mehr im Kreisspiel als alles andere, aber man hat schon gesehen, dass er ein ganz großer war in seinem Fach. Er hat sich dann natürlich auch bei uns umgezogen und wenn dir dann was geärgert hat oder du hattest eine Frage, dann konntest du immer auf ihn zugehen. Auch immer nachgefragt, wie es der Familie geht, wenn man mal mein Vater oder meine Mutter auch da war, hat er die auch kennengelernt und immer wieder so Kleinigkeiten nachgefragt, die einfach für einen Spieler ein gutes Gefühl geben. Rudi war immer derjenige, der mich dann auch mal zur Seite genommen hat und ein paar Wörter gesprochen hat. Ich glaube, dass er mir auch viele Tipps gegeben hat im Fußball, wie ich mich manchmal einfach besser verhalten soll auf dem Platz. Ja, also Rudi war immer jemand, der sehr, sehr offen mit einem umgegangen ist, der sehr direkt war und auch sehr fordernd auf jeden Fall. Und man hat natürlich bei ihm immer gemerkt, wie viel Erfahrung er wirklich schon in diesem Fußballgeschäft hat. Wenn privat mal was war, hat er auch immer auch mal einen Tipp gegeben, wie er das sieht. Und man hat einfach immer das Gefühl auch bei ihm, dass er einfach eine ehrliche Meinung hat. Und da auch, wie gesagt, einfach auch viel Erfahrung im Leben hat und auch das außerhalb vom Platz. Und deswegen war das für mich natürlich immer ein Rückhalt. Wir haben immer ein bisschen gescherzt auch drüber, weil Rudi halt einfach ein Vollblut-Stürmer ist, ein bisschen Vollblut-Torhüter. Und das deckt sich nicht immer 100%, weil als Stürmer hast du immer eine andere Sicht auf Torhüter. Und wir haben mal als Spaß gesagt, bei Rudi war immer so ein bisschen, jedes Gegentor war ein Stück weit vermeidbar oder wurde hinterfragt. Und wenn der Kies dann vorne von 1 Meter übers Tor geschossen hat, dann ist der Ball dann falsch gesprungen. Das heißt, Rudi war immer pro Stürmer, was ja auch völlig okay war. Und wir haben uns da echt auch immer kaputt gelacht. Natürlich das Gleiche, als ich dann hier wieder in den Verein gekommen bin. Da ist ja mein Büro, wo ich ja für den Nachwuchs verantwortlich war direkt neben seinem Büro. Und dann kam er am ersten Tag, hat gesagt, Simon, ganz wichtig, wir brauchen gute Spieler und schnell müssen sie sein. Da habe ich gesagt, alles klar, sehe ich genauso. Was sich wirklich eingebrannt hat, war für mich, ich habe gerade in Leverkusen unterschrieben gehabt und bin dann zur EM 2016 gefahren und habe vor dem ersten Spiel eine SMS von ihm bekommen, wo er mich einerseits noch willkommen geheißen hat, andererseits viel Erfolg gewünscht hat. Und das hat sich irgendwie eingebrannt, habe ich mich sehr darüber gefreut und war dann schon ganz neugierig, wie das dann im tagtäglichen Ablauf mit ihm ist. Und das war sowas, das erste Ankommen in Leverkusen hat so diese SMS ein bisschen symbolisiert. Und dann ging es ja relativ schnell, dass ich auch als Sportdirektor wirklich jeden Tag mit ihm dann zu tun hatte. Und da war sein erster Hinweis ganz wichtig, am Samstag das nächste Spiel gewinnen. Das ist für unseren Job ist es ganz wichtig. Wir hatten ein Spiel gegen Gladbach, wo wir geführt haben, haben wir es verloren. Und ich glaube 2-3 Tage später ist Chris Kramer in die Kabine kommt, Musik angemacht und etwas lauter. Und Rudi, sagen wir mal so, er ist ein bisschen emotionaler geworden, weil er damit halt nicht einverstanden war, dass wir ein Spiel verloren haben, ein wichtiges Spiel und 2-3 Tage später nach so Musik dann war und dann ist Rudi in die Kabine gekommen. Das passiert jetzt nicht so häufig,
Aber ja, als es passiert ist, dann hat es schon gescheppert. Und für mich als Größtes als Spieler jetzt, für mich, dass wir in fremden Stadion gekommen sind und alle haben gejubelt. Ja? Und du bist von der linken Seite zur rechten Seite, hast dich aufgewärmt mit der Mannschaft und der war neben dir und alle riefen Rudi, Rudi. Und das habe ich noch nie erlebt in fremden Stadien. Ne? Also wo man sagt, er war überall willkommen. Das war schon, also da kriege ich heute noch Gänsehaut. Die allererste Begegnung mit Rudi war, lass mich überlegen, ich war in der U8. Wir haben kurze Kotten gespielt und damals hat sein Sohn auch noch bei Bayer gespielt. Dann haben wir hinten auf Platz 4 gespielt, glaube ich, und auf Platz 1 hat sein Sohn gespielt. Und hat unser Trainer gesagt, Jungs, da ist Rudi Völler, geht alle hin und schüttelt ihm die Hand und sagt Hallo. Und weiß ich bis heute noch, das ist mir so in Erinnerung geblieben. Dann bin ich hingegangen, Andi Lukoki war hinter mir, der jetzt bei Mainz spielt. Und wir haben ihm beide die Hand geschüttelt. Es war wirklich nur ein Hallo. Aber das ist so bis heute im Kopf geblieben, weil danach haben wir gesagt, wir waschen nie wieder unsere Hand. Wir waren dann auch danach wirklich in der Dusche, haben so geduscht, die Hand war außerhalb von der Dusche, weil wir einfach Rudi Völler die Hand geschüttet haben, weil es so ein großes Ereignis war und natürlich auch knapp 15, 20 Jahre später, das ist immer noch in meinem Kopf, war schon cool. Der Rudi hat ja eine sensationelle aktive Laufbahn, hat dann gesagt, ich mache keinen Sportdirektor, ich mache keinen Manager, kannst du alles vergessen. Und ich bin ganz ehrlich, ohne seine Frau Sabrina wäre mir das nicht gelungen, ihn nach so einer schweren Saison auf den Sportdirektorensessel zu heben. Er muss Bayer Leverkusen sich auch bei Sabrina Völler bedanken. Ab und zu haben wir auch ich war auch bei ihnen eingeladen, weil, wie gesagt, meine Muttersprache war Italienisch und Sabrina konnte sehr, also als Italienerin, wir haben sehr gut verstanden. Und Rudi und Sabrina hat uns geholfen, dass die Heimweh vergessen ein bisschen. Verstehst du? Meine Frau war schwanger. Sabrina hatte immer auf meine Frau angerufen, frage, ob sie okay ist, ob sie helfen brauchen muss. Und das war sehr wichtig. Ja, wir reden oft über Sonderbehandlung, aber er hat jetzt nicht nur bei mir, er hat jeden Spieler irgendwie gut gelesen, das Fingerspitzengefühl gehabt, auch mit den Brasilianern, die ja wieder anders ticken wie wir Europäer, ja, und da hat er ein unheimliches Feingefühl gehabt und da war ich ihm natürlich, oder war für mich dann auch ein Glücksfall als Trainer, um in der Nationalmannschaft dann auch diese Entwicklung zu nehmen. Seine persönliche Geschichte mit Rudi Völler, das war eben die Geschichte mit dem Foul November 86 in München. Rudi war bis dato dann bis zum Rückspiel verletzt. Das war eine Saison, die ja für mich eine schöne Meisterschaft war, eine schwierige Meisterschaft. Rudi Völler war ja der Publikumsliebling und egal wo wir gespielt haben, wurde der Auge natürlich ausgepfiffen. Weil ich glaube, es gibt wenig Deutsche, die so eine Akzeptanz haben, so eine Beliebtheit wie Rudi. Also ich glaube, Rudi könnte fast alles machen und das dann ähnlich wie Franz Beckenbauer auch noch irgendwie, egal wie schlecht das vielleicht ist, irgendwie ins Positive verkaufen, weil er einfach von jedem geliebt wird. Das hat er sich nicht nur als Spieler, sondern hat er sich vor allen Dingen als Mensch erarbeitet, der von allen geliebt wird. Und deswegen ist das ein Geschenk gewesen für den Verein, dass jemand wie Rudi halt über Jahrzehnte bei dem Verein war und diesen Verein geprägt hat. Ja, dass er jetzt natürlich aufhört in der Position, in der er ist und wir uns jetzt nicht mehr jeden Tag sehen, ist dann schon auch eine Umstellung, ist ja, ein Stück weit natürlich auch für mich dann persönlich sehr, sehr traurig. Vor allem, weil er auch derjenige war, der gesagt hat, nach der Karriere, ich muss hier unbedingt anfangen, ich muss unbedingt hier bleiben. Also würde ich uns schon als ja, so eine innige Beziehung, die wir da zusammen haben, beschreiben. Of course we will miss him. He's important for the club and we are the young players. He teach how we need to respect someone, so it's gentleman for us and I hope everything will be good for him. Nee, also der kommt immer und holt seinen Kaffee bei unserer Kaffeemaschine, wo wir Spieler sind und da gehen wir immer schnell
die Tagesthemen durch und da kommt er immer mit ein paar cleveren Aussagen und auf jeden Fall die werde ich sehr vermissen. Also als ich die Phase hatte, wo ich erstaunlicherweise viele Tore hintereinander geschossen habe, sei es jetzt Europa League oder in der Liga, bin ich immer lustigerweise auf ihn getroffen nach dem Spiel und halt abgeklatscht, wie man es nach dem Sieg macht. Und da hat er halt gesagt, so, ja, hätte mir noch einer gesagt, dass du ein Torjäger bist, hätten wir dich schon viel früher geholt. Da meinte ich so, ja, ihr könnt froh sein, dass ihr in Anführungsstrichen nur so wenig für mich bezahlt habt, weil Tore kann ich auch noch schießen. Mir fällt ein, natürlich in den Verhandlungen zum Verkauf von Kai Havertz an Chelsea, fand ich das großartig, wie er der Marina von Chelsea ganz klar erzählt hat, was für eine schwache Abwehr oder schlechte Mannschaft sie hat. Damit, die müsste noch ein paar Sachen machen, um Meister zu werden in der Premier League. Das war sehr emotional und sehr interessant und ich hab da wirklich gelacht darüber. Meine Geschichte ist immer die Thailand-Geschichte. Das fand ich so lustig. Es ging darum, es war eine Abschlussreise und wir haben gegen die thailändische Nationalmannschaft und ich glaube, wir hatten danach noch irgendwo ein Spiel. Ja, das war, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber es war, glaube ich, ein Wintertrainingslager in Thailand. Wir waren in Bangkok. So, und dann gab es diese Pressekonferenz, wo ich glaube, Rudi auch mit dabei war. Und dann haben die Thailänder gebeten darum, Mensch, es wäre doch schön, wenn der Rudi spielen könnte, weil dann würden viel mehr Zuschauer kommen. Ja, die thailändischen Journalisten wollten natürlich den Rudi, den sie alle kannten, sehen. So, und wie gesagt, da hast du dann halt 40 Grad hohe Luftfeuchtigkeit. Und Rudi war eigentlich schon ein bisschen korpulenter geworden, nicht mehr ganz so fit, wie er als Spieler war. Das eine ist, was die wollten, das andere ist, was er dann noch konnte. Und das ist mit Sicherheit dann nicht mehr so viel gewesen, weil wenn man irgendwann mal aufhört, dann wird es auch schwierig, weil der Kopf, der Geist möchte genauso wie früher, aber die Knochen und die Sehnen, die geben es leider nicht mehr her. Bis irgendwann ist er okay. Also ich laufe dann als erstes mit auf und kicke dann mal Viertelstunde, 20 Minuten. Wie gesagt, es hat 8 bis 10 Minuten gedauert. Dann hat er sich wieder auswechseln lassen. Der war länger. Der hat dem Beilich ein bisschen Spaß gemacht. Das war länger. oder die 7 Minuten war für Rudi wie eine Halbzeit. War so lange her. Ich weiß, er hat mit mir gespielt, aber nicht länger. Ich denke mal länger, 7 Minuten. Kann nicht sein, nur 7 Minuten. Aber es hat sich gelohnt. Ich weiß nicht, wie viele 1000 Zuschauer mehr kamen, aber ich glaube, der Rudi hätte alleine das Stadion vollgekriegt. Ja, wir hatten mal einen gemeinsamen Urlaub, ist schon ewig her, auf Sizilien. Und wenn er sich erinnert, damals mit Bruno Petzai, Hans-Günter Bruns, haben wir mal einen Golfversuch gemacht auf irgendeiner Anlage. Sind für ganz kleines Geld da reingegangen und da drauf gegangen auf diese Anlage und haben hinterher alles so verwüstet. Also ich glaube nicht, dass der Rudi das Golfspielen jetzt in seiner privaten Zeit nochmal anfängt. Rudi hat immer einen Spruch, der einen Kern Wahrheit hat, über uns Ärzte. Der hat gesagt, früher hat es das nie gegeben, die Verletzungen, die wir jetzt haben. Nee, natürlich war Rudi auch verletzt, gar keine Frage. Hier bei uns vielleicht in der Endphase, beim Jolly nicht mehr so sehr, aber in früheren Zeiten gab es schon Verletzungen, auch Verletzungen, die teilweise sehr lange gedauert haben. Aber so eine beliebte Sache vom Rudi ist die Syndesmose, die wir ja erst so richtig gut mit einem guten Ultraschall bzw. MRT sehen können. Er sagt, früher hat es das nicht gegeben, die Verletzung, die habt ihr jetzt erst neu erfunden. Unser erstes gemeinsames Essen bei ihm zu Hause, das war das erste Kennenlernen, bevor ich her bin. Da war dann Peter Bosch, Simon Rolfes, Fernando Caro, Rudi Völler, die herzliche Frau von ihm, meine Ehefrau, mein Berater, und wir saßen alle am Tisch und da haben wir es lecker gegessen, haben uns kennengelernt und das weiß ich noch, hat er gesagt, die Summe, die Ablösung, die haben der hat noch nie bezahlt und das Paket auch nicht. Ich weiß, es hat sich gelohnt, wenn du ein Fußballtennis gegen Peter Lenov spielst und auch gewinnst. Dann weiß ich, dann hat sich dieses Invest gewohnt. Ja. My first meeting with Rudi Völler was at Bay Arena Hotel when I have signed my contract with Leverkusen many years ago. I think it was 2000, the year.
And I just arrived in the hotel, and I was with my agent. And I see someone on the other side of the hotel, and I am like telling to my agent, "Oh my God, it's Rudi Völler, it's Rudi Völler. You know, we need to go and say hi or something, you know." So we go over there, and obviously we say hi, and I was already signed with the team, and he's like, "Oh, so this is Berbatov, are you signing?" And my agent is, "Yeah, of course." And I'm just silent. I don't know what to say, you know, sitting there. And I'm like, "Mr. Völler, can I have your autograph?" You know, and he gave me his autograph, and to be honest, this was my first autograph taken ever. You know, my first autograph from Rudi Völler. Es gab damals einen Puma Street Soccer Cup. Puma Street Soccer Cup 1995. Und da bin ich deutscher Meister geworden. Das war so ein 4-gegen-4 Turnier. Bin ich mit meinen Kumpels deutscher Meister geworden. Da haben wir bei der Weltmeisterschaft am nächsten Tag in Berlin gespielt, sind wir Dritter geworden. Und die Siegerehrung hat damals, ich weiß nicht mehr ganz genau, von der Deutschen Meisterschaft oder von der Weltmeisterschaft Rudi Völler gemacht. Und dann haben wir dann als deutscher Vertreter haben wir so ein Interview mit ihm auch gemacht, konnten wir ihn einmal für Sat.1, glaube ich, interviewen. Ich habe aber keine Frage gestellt. Und da gibt es auch noch ein Foto, wo ich 13 war, wo wir mit Rudi zusammenstehen und sozusagen Rudi meinen ersten deutschen Meistertitel. Dann als kleiner Junge war er dabei. Ich glaube, das Einzige, was mir immer hängen geblieben ist, dass wenn an irgendwelchen Feierlichkeiten es gibt nur einen Rudi Völler gespielt wurde, da ist er dann schon mal vom Sitz aufgestanden und hat dann zugesehen, dass das dann unterbunden wird. Ich glaube, das schmeckt ihm nach all den Jahren nicht mehr. Und das ist auch in Ordnung, verständlich. Man muss ja sagen, Rudi Völler, ich glaube, es gibt keine existierende Generation, die einen Rudi Völler nicht kennt und mit ihm irgendwas verbindet. Und das zeigt einfach, welchen Wert er hat und was er erreicht hat. Und ein Mensch, zu dem man sicherlich hochschauen kann. Persönliche Geschichte auch Leverkusen. Ich habe bei Leverkusen unterschrieben und zur neuen Saison. Und dann ruft mich 2 Spieler über Schluss eben Kalmund an. Ich soll unbedingt kommen. Sage ich, nein, ihr habt so einen Rudi, ihr habt so einen Jürgen Kohler. Rudi traut sich nicht. Ja, vielleicht war es auch ganz gut so. Ich bin dann gekommen und haben die ersten erhalten und dann eine Saison später haben wir international gespielt. Ja, welche Geschichte muss die Welt noch über Rudi Völler wissen? Ich glaube, das sind so Internas. Rudi war kein guter Skifahrer. Aber das hat er immer ausgeglichen dann, wenn wir dann abends oder spät nachmittags vom Skifahren zurückgekommen sind, hat er schon gewartet. Er war ja selten beim Skifahren. Und dann haben wir ja immer Eisstock geschossen. Und da muss ich sagen, war das sehr stark. Weil immer, wenn wir eine Bahn hochgeschossen haben und zurückgeschossen haben, musste jeder einen Schnaps trinken. Also ich hätte ohne Rudi nicht mehr ins Hotel zurückgefunden. Das war ein Auswärtsspiel in Hannover. Ich bin, glaube ich, zur Halbzeit oder kurz nach der Halbzeit ausgewechselt worden, war verletzt. Und Rudi war in der Kabine in der zweiten Halbzeit. Und hat sich auch mit mir zwischendurch unterhalten oder wie es mir geht und konnte deshalb auch nicht die ganze zweite Hälfte jetzt, glaube ich, komplett vom Spiel sehen. Hat es dann, glaube ich, auf dem Fernseher natürlich geguckt, ist dann wieder raus ins Stadion, aber ich glaube, das ist so ein bisschen hin und her getitscht, weil er sich auch nach mir erkundigen wollte. Und ich fand es so beeindruckend, wie er nach dem Spiel dann die Presse bedient hat mit seinen Erklärungen zum Spiel, obwohl er ja meines Wissens noch nicht mal so komplett die 94 Minuten am Stück gesehen hat, aber das hat ihm anscheinend nichts ausgemacht. Ja, für das, dass er eben ein halber Italiener ist, finde ich es immer wieder lustig und spannend, dass er sich immer bei uns im Aufenthaltsraum morgens immer 1 bis 2 Cappuccino zieht, weil die haben nicht wirklich was mit einem original italienischen Kaffee zu tun, aber das ist so, glaube ich, sein Ritual morgens immer, dass ich da erstmal einen Cappuccino hole. Und das fand ich immer lustig über die Jahre. Wir waren auf jeden Fall oft beim selben Italiener essen. Und ansonsten hat er ziemlich oft über meine Größe geredet, als ich neu gekommen bin. Da hat er immer gesagt, 1,90 kann man nicht lernen. Nein, ich kann da nichts komplettieren. Ich kann da nichts noch dran dazufügen. Nur, dass er immer ehrlich zu uns gewesen ist, auch wenn es scheiße war. Dass er dann auch einfach gesagt hat, dass es scheiße ist, auch mit dieser Bewertung. Und nicht drumherum gedreht hat. Und das mag ich sehr. Wir Niederländer sind sehr direkte Leute. Und wir mögen es, dass andere Leute auch direkt zu uns sind. Weil da können wir was mit anfangen. Schleimerei und so, damit kann ich nichts anfangen. Ich will besser werden.
Ich will mich korrigieren, wenn es notwendig ist. Und das funktioniert am besten, wenn du mir das straight, direkt, gerade ansprichst. Ja, in Rudi sind schon zwei verschiedene Seelen. Er kann sehr, sehr hart in der Sache sein. Er kann sehr, sehr leidenschaftlich kämpfen für das, was er von dem er überzeugt ist. Aber andersrum wird er immer aufgrund seiner Menschlichkeit von den Leuten bewundert werden, von den Leuten gemocht werden, weil er hat ein großes Herz, aber er kann halt auch explodieren. Und ich denke, all diese Facetten haben wir sogar öffentlich kennengelernt von ihm. Und das macht einen Rudi aus, dass er halt mit großer Leidenschaft immer dabei ist und ganz genau weiß, hier geht es mit weniger Zunder und da muss man halt mal richtig lospoltern oder so. Das hat er alles drauf und das ist sicherlich eine menschliche Qualität, dass man ihn trotzdem immer mochte. Ich glaube, die einzige Geschichte, die noch ein bisschen publik wurde, was ich aber auch schon 1-2 Interviews gesagt hatte, ist nichts Besonderes, aber ich finde, wenn du mit Rudi an einem Tisch sitzt, das ist schon ehrlich. Also das ist schon ein Typ, der dich auch wirklich mitziehen kann, wo du auch ihm jedes Wort abkaufst, was er dir sagt. Ich habe immer damals gesagt, er hat ehrliche Augen, das stimmt auch nach wie vor. Das Gesamtpaket, die Mischung ist es am Ende bei ihm auch zwischen natürlich einer gewissen Seriosität, aber zum anderen auch extreme Gutmütigkeit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und das sind manchmal so Tugenden, die findet man dann auch nicht mehr an jeder Ecke. Wir haben ja damals, als wir in Leverkusen waren, haben wir einmal Champions League, oder zweimal sogar in Rom gespielt, also in seiner Stadt eigentlich. Erst gegen Lazio im Playoff-Spiel und dann später auch gegen AS Rom in der Champions League. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir mal zusammen dann in Rom waren und haben uns den Gegner angeguckt und sind schön essen gegangen abends. Und da war Rudi natürlich der König da in dem Restaurant und hat man so ein bisschen gespürt, dass er da eine großartige Zeit hatte. Ich glaube, der ist mehr Italiener als Deutscher, ne? Was mir noch so in Erinnerung ist, typisch, dass er sehr, sehr gerne Espresso getrunken hat. Das heißt, wenn wir Mittagessen gehabt haben wir manchmal, wenn er reingekommen ist, schon so ein bisschen unter den Spielern gewitzelt, wie lange es geht, bis er dann seinen ersten Espresso bestellt, weil oft hat er dann nicht mitgegessen, sondern kam vom Büro rüber es hat immer nicht lange gedauert, bis er an der Bar den ersten Espresso bestellt hat. Das ist auch noch so ein bisschen was, wo man, ich glaube, das hat er auch so ein bisschen von Italien natürlich mitgenommen, Feinschmecker und guten Espresso trinken. Ich habe heute extra auch Rudi zu gefallen Italierhemd angezogen, weil er auch so ein halber Römer-Italiener ist, nicht nur durch sein Spielen dort, nicht nur durch Sabrina. Was ich festgestellt habe, ist, dass Rudi, Sabrina, bitte sieh es mir nach, sehr gut zuhören kann. Das heißt, wenn ich irgendeine Veränderung in der Infrastruktur oder in der personellen Zusammensetzung der Mannschaft vorhatte, dann hat Rudi mich immer zuerst gefragt, welchen Vorteil haben wir durch diese Maßnahme? Was bringt uns das? Und hat dann wirklich zugehört und nachgefragt und nicht einfach gesagt, ach, da halte ich nichts von oder bringt nichts. Nein, er hat zugehört, nachgefragt und dann haben wir gemeinsam die beste Entscheidung getroffen. Das heißt also, erstaunlich ist, dass Rudi ein sehr, sehr guter Zuhörer sein kann. Ja, also ich habe eine Geschichte, wo ich selber extrem ins Schwitzen gekommen bin. In meinen ganz jungen Jahren hier als Vereinsarzt hatte Rudi mal eine Infektion und brauchte wirklich täglich Spritzen. Und Rudi hat sowas beschissene Venen und ich musste jeden Tag zu ihm hinfahren, ihm so eine antientzündliche Spritze verpassen. Und es war für mich die Hölle, ihn A zu quälen, B diese blöde Nadel da reinzukriegen. Ich glaube, mittlerweile ist das besser geworden. Aber das war eine Geschichte, an die ich mich mittlerweile schmunzelnd, aber damals, es war Hölle. Für mich, aber auch für ihn. Und der Pi hatte die Vorstellung, dass Rudi, wenn er schon weggeht von Marseille, entweder nach Paris oder nach Lissabon. Und Sunil Gulati
hatte die Förster, der damalige Chef der Liga, später Präsident, ihn als Werbemaschine für New York oder Los Angeles für die Profiliga. Und wenn du jetzt so eine Frau hast für Sabrina, echte Römerin, in Rom geboren, Weltstadt, ja, da hast du den Liver, habe ich immer ein bisschen so deutlich gesagt, da hast du ein bisschen schwer. So mit Leverkusen, der hat ja dann in Quettingen gewohnt, in so einer kleinen Sackgasse. Und ich sage immer Reihenhaus-Bungalow, war ein freistehender, aber einfacher Bungalow. Ich nenne das immer Reihenhaus-Bungalow. Da ist die Frau dann noch entscheidend mitgezogen hat. Nicht Paris, nicht Lissabon, nicht New York, nicht London, nicht Los Angeles, Quettingen. Ich glaube, da muss man nicht mehr viel wissen. Die Welt kennt ihn so, wie er ist. Und so ist er einfach auch zu den Momenten, wo er nicht in der Öffentlichkeit ist. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern, wir sind irgendwann mal aus Hoffenheim zurückgefahren und kamen hier nachts unten in der Tiefgarage an. Und da waren alle frustriert. Ich glaube, wir haben auch ziemlich deutlich verloren und ja, nicht bester Laune. Aber Rudi hat es sich nicht nehmen lassen, noch, ich sag mal, das Wachpersonal noch einzeln zu begrüßen. Also ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und das ist etwas, was was er nie in die Öffentlichkeit tragen würde, aber das zeichnet ihn einfach aus. Ja, ich glaube, das weiß die Öffentlichkeit auch und das ist das Gute an Rudi. Er ist ja einer der Idole des deutschen Fußballs mit Fritz Walter, Beckenbauer, Uwe Seeler, Rudi Völler und er ist immer eins und das weiß jeder und es ist so gut, dass das jeder weiß, er ist immer Mensch geblieben. Genau. Erstens auch viele gemeinsame Jahre. Ich gehöre ja zur ganz älteren Generation hier. Und ich habe ihn ja noch Fußball spielen bei 1860 München, da werden nicht so viele da sein. Deswegen stoße ich auf wunderbare Jahre zusammen an. Wir haben den Kontakt nie verloren, im Gegenteil, der ist immer enger geworden seit 2003. Und ich werde ihm nochmal danken für den Weißbierspruch, weil der hat mich im Prinzip schmerzfrei gemacht. 10 Jahre, ein gut dotierter Weißbierbotschaftervertrag. Mehr kannst du im Leben von Rudi ja nicht kriegen. Dass wir gemeinsam eine große Freundschaft pflegen. Es ist schade, dass er heute aufhört, aber er bleibt ja den Verein erhalten und das ist wichtig. Aber ich wünsche Ihnen unheimlich viel Gesundheit und wir werden uns jetzt mit Sicherheit öfters sehen. Auf die Zukunft, auf die schöne Zeit, die ich mit ihm schon hatte in der operativen Funktion und auf die schöne Zeit, die wir zusammen haben werden in der Zukunft in einer anderen Rolle, die er hat. Aber er wird ja weiterhin ein wichtiger Teil unseres Vereins sein. Wo er in Marseille fast aufgehört hat, dann habe ich ja so gesagt, bei mir Leben geht weiter. Und heute werde ich immer so diese Flasche schenken und sagen, trotz dass du in die Rente gehst, Leben geht weiter. Er war so ein toller Spieler, ein toller Mensch, mit dem kann man jede Minute anstoßen. Ja, auf, ich glaube, 25 oder 30 Jahre von ihm. Ein Jahr konnte ich ihn miterleben und natürlich die Champions League. Auf unglaublich viele interessante, witzige, nachdenkliche, unbelebende Momente. Wir haben ja 10 Jahre lang sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht. Ich muss sagen, Rudi in seiner Natürlichkeit, in der Form, wie er für alle immer ein gutes Wort hatte, das ist etwas Besonderes und darauf freue ich mich. Es gibt viele Dinge, auf die wir anstoßen können, aber wie gesagt, ich befürchte, dass es nicht ganz so viel wird, weil wir nicht so viel Zeit haben. Aber großes Kompliment an ihn, er ist ein sensationeller Junge geworden, was ich ihm nie zugetraut habe, als ich ihn mit 19 kennengelernt habe. Eine Weltkarriere, so sympathisch bis zum heutigen Tag und ich hätte fast geheult im Stadion, als ich die Bilder gesehen habe, wie das Stadion ihm zu Füßen lag. Große Klasse. Ja, auf unsere gemeinsame Zeit. Wir kennen uns ja schon fast übertrieben ein halbes Leben und haben Erfolge mit Werder Bremen eingefahren. Ja, und es hat sich über die Jahrzehnte eine enge Freundschaft entwickelt. Ja, auf sein Lebenswerk würde ich sagen und auf unsere Freundschaft. Ja. Rudi, gratuliere zu allem, was du in deinem Leben erreicht hast, sowohl beruflich als auch privat, in verschiedenen Positionen als Spieler, Trainer, Funktionär und überhaupt. Für mich ist es wichtig, dass unsere Freundschaft auch nach 40 Jahren noch Bestand hält. Ja, ich würde natürlich gerne mit ihm anstoßen auf seine tolle Karriere, die er gehabt hat.
Natürlich nicht nur, weil ich mit ihm auf Fußball gespielt habe, sondern weil ich ihn auch als Chef hatte. Und das hat mir riesen Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ich glaube, jeder wünscht sich so einen super Chef, so wie er ist. Und ich wünsche ihm natürlich alles Gute, dass es heute ein bombastischer Abend wird. Ja, das wird sich noch zeigen. Ich glaube, Rudi muss relativ viel anstoßen. Wenn ich nicht der Letzte in der Kette bin, dann freue ich mich einfach, dass wir vielleicht noch mal einen Moment finden, wo wir reden. Auf die Gemeinsamkeit. Der Rudi geht in den wohlverdienten Ruhestand, Unruhestand, da bleibt er noch ein bisschen erhalten, er ist ja noch im Aufsichtsrat. Und mir wird das selber in diesem Jahr passieren. Ich gehe Ende des Jahres auch in den Unruhestand. Ich gehe nicht in den Aufsichtsrat, aber ich werde der Band auch noch so ein bisschen hinter den Kulissen erhalten bleiben. Also vergleichbar. Und beide können wir sagen, unsere Nachfolger stehen fest. Ja, auf eine wunderschöne Zeit hier bei Bayern 04. Ich habe ihn ja in allen Funktionen sozusagen erlebt. Erst als Sportdirektor hat er mich geholt, einen seiner ersten Transfers, glaube ich, in seiner zweiten Amtszeit hier. Dann war er Trainer von mir ein paar Wochen und dann jetzt sozusagen auch als Chef eng mit ihm zusammengearbeitet und wirklich auf viele schöne Erlebnisse, die wir in der Zeit hatten. Sachen, die super funktioniert haben, Sachen, die vielleicht auch mal in die Hose gegangen sind. Und was ich einfach sehr, sehr schätze, dass Rudi immer ehrlich war, vertrauensvoll und ich mich auch auf ihn verlassen konnte. Und das ist ja gerade wichtig, wenn Sachen nicht funktionieren. Und das spricht für seine Persönlichkeit und seine Charakterstärke. Auf ungezählte, schöne gemeinsame Erlebnisse, einige Anekdoten, die haben wir schon 50 Mal erzählt, die werden wir auch heute zum 51. Mal durchhecheln. Aber wir hatten zusammen eine wunderbare Zeit, er schon als Spieler, als Teamchef, ich beim DFB. Und da ist im Laufe der Jahrzehnte also eine super Freundschaft entstanden. Ja, Rudi ist eine fantastische Persönlichkeit, die uns ja hoffentlich irgendwie noch erhalten bleibt. Man kann es gar nicht glauben, dass er dann jetzt nicht mehr tagtäglich präsent ist auf der Fußballbühne, denn Rudi ist einer der wenigen ganz geradlinigen Menschen hier in diesem Profifußball, der immer für eins eingestanden hat, nämlich für Ehrlichkeit, für Fairplay und ja, eine tolle Zeit, die ich mit ihm bisher erleben durfte. Aber ich bin mir sicher, dass er auch nicht ganz von der Bildfläche verschwindet. Daher freue ich mich auf einen schönen Abend und dann auch eine weitere Zukunft mit Rudi. Ja, auf die letzten 10 Jahre, für mich persönlich, war es eine sehr schöne Zeit. Deswegen wünsche ich natürlich Rudi für die Zukunft nur das Beste. Und ja, wir können froh sein, dass wir hier im Verein so einen Mann hatten, aber auch in Zukunft noch haben werden. Weil ich denke mal, dass er trotzdem noch immer hier sein wird. Boah, es gibt, glaube ich, so viel. Ich stoße mit ihm darauf an, dass wir schöne Jahre zusammen hatten und dass ich sie sehr genossen habe. Auf eine lange, freundliche und lustige Freundschaft auf jeden Fall. Ach, eigentlich auf 45 Jahre Rudi Völler, weil er einfach immer so geblieben ist, wie er war. Also ein leidenschaftlicher Verfechter für den Fußball, toller Mensch. Und ja, irgendwie so eine Persönlichkeit, das gibt es ja leider irgendwie nicht mehr so richtig, dass jemand über so eine lange Zeit den Fußball so prägt und einfach als Botschafter für alle irgendwie. Ne? Also jetzt nicht nur in Deutschland, in Europa, auf der Welt. Und der Trainer Gerardo Seoane hat das eben noch bei uns gesagt im Interview, wenn wir aussteigen, der Erste, der Autogramme geben muss, ist Rudi Völler. Ne? Also weit vor den Spielern. Das sagt eigentlich alles aus. Ne? Also muss man erstmal so hinkriegen, ne? Dass alle sagen, dass man ein toller Mensch ist, nicht nur ein toller Fußballer. Ne? Das ist schon eine Leistung. Ja, dass er gesund geblieben ist, dass er noch richtig fit ist als Alterstag, genau wie ich auch. Und dass er einen sehr, sehr guten Job hier in Leverkusen gemacht hat. Also er ist ja für mich auch so eine heilige Dreifaltigkeit. Als Spieler, als Manager, als Trainer auch, darf man nicht vergessen. Und dann immer mit beiden Füßen auf der Erde. Auf einiges, glaube ich. Wir haben beide Grund zu feiern und auch Grund, Danke und Ciao zu sagen. Insofern haben wir, glaube ich, ein paar Gründe. Auf die unheimlich schöne Zeit mit Rudi Völler hier in Leverkusen. Er hat unheimlich viel bewirkt für Leverkusen. Deshalb alles toll, alles schön. Bin sehr froh, heute Abend auch hier zu sein. Auf eine wunderbare gemeinsame Zeit, auf eine auch nachfolgend sehr erfolgreiche Zeit in vielen Bereichen und auf eine noch bessere Zukunft, wo wir vielleicht etwas mehr Zeit haben werden, uns vielleicht auch mal außerhalb des Fußballs zu treffen und auch mal noch das richtige Leben zu genießen. Denn Profifußball ist ja oft wie so ein
Kinofilm und daneben spielt sie dann noch das richtige Leben ab. Aber das versteht der Rudi auch zu genießen. Es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten oder Situationen, worauf man mit ihm anstoßen können. Also ich glaube, das war schon sehr emotional heute. War ein super Tag einfach. Die Sonne hat geschienen, das Spiel war gut. 3 Punkte. Daher Baumi dürfen wir natürlich dann auch nicht vergessen, ja, der auch Jahre hier war und, glaube ich, einen guten Abschied hatte. Ich denke, insgesamt wird es jetzt noch ein sehr, sehr schöner Abend werden. Ja, der Rudi und ich, wir haben ein gemeinsames Lied, das wir mal gesungen haben auf einer Rückfahrt von einem Auswärtsspiel. Blau und Rot, deine Farben, KFC. Blau und Rot, deine Farben, KFC. Und das ist ein Lied von einem ganz, ganz tollen, besonderen Verein. Und ansonsten freue ich mich, wir haben ja eine total nette Runde, mit der wir uns immer wieder treffen. Da ist der Friedhelm Funkel dabei, der Michael Skibbe, der Peter Hermann, der Jonas Bolt. Und das ist ein Treffen, das wir regelmäßig haben, so alle 2-3 Monate. Und Rudi, da gibt es demnächst mal ein Tässchen Wein auf unsere Kosten. Ja? In diesem Sinne, frohes Feiern. Ciao, ciao. Beschreibe Rudi Völler in 3 Wörtern. Rudi Völler, super Stürmer damals, zuverlässig, Publikumsliebling in ganz Deutschland. Authentisch, Straßenfußballer, ja, Kumpeltyp. Ne? 3 Worte ist natürlich schwierig, aber auf jeden Fall authentisch. Er ist so, wie er sich auch gibt. Und auch zweit würde ich sagen, liebt den Fußball. Und das dritte, ja, positiver Mensch. Lustig, ehrgeizig, kollegial und ehrlich. Authentisch, offen, italienisch. Leader, Freund und absolute Persönlichkeit. He was a goal scorer. A great director when I was there also. And a good friend also while I was there. This is what I can say. Super gutes Herz, geradlinig, impulsiv und am Ende ein Bauch- und Herzmensch. Nahbar, er ist ein nahbarer Mensch, ich glaube, das hat jeder gemerkt. Konnte mit jedem gut reden, ist auf jeden zugegangen, man durfte aber auf Rudi zugehen, hat mit jedem das Gespräch gesucht und immer ein offenes Ohr gehabt. Emotional, ich glaube, jeder weiß, wie emotional Rudi sein kann. Mit seinem roten Kopf dann irgendwo, wenn man da stand, ein bisschen was losgelassen hat. Und grundsätzlich einfach ein guter Zuhörer. Ich glaube, wer ihn kennt, weiß auch, wie gerne Geschichten erzählt. Also man hat es mit Rudi eigentlich nie langweilig gehabt. Waren immer coole Gespräche. Erstens menschlich, zweitens Fachkompetenz, drittens Sympathieträger. Fußballlegende, Tante Käthe mit Dauerwelle, Schlitzohr. Persönlichkeit, starke Persönlichkeit, sehr fokussiert auf was er machen möchte. Und, als ehemaliger Fußballer Schlitzohr. Sag mal so, als Spieler hat er alles gehabt, also, was der ein Stürmer brauchen muss. Er war Knipse, er konnte mit dem Kopf Tore schießen und konnte vorbereiten für alle anderen, die neben dem spielen. Als Spieler mega giftig, als Manager sehr erfolgreich, wenn ich heute hier so mich umschaue. Und als Chef immer für ein Wort gut. Er läuft ja oft an meinem Büro vorbei und hat immer einen kurzen Schnack. Also von daher auch sehr, sehr nah an der Basis. Der war immer so freundlich,
sympathisch. Und was noch? Also, wenn man in Italien spielt, das ist immer elegant, ne? Und elegant, ne? Elegant, lustig, ehrlich. Ehrlich, fleißig, akribisch. Ja, sehr erfolgsorientiert, sympathisch auf jeden Fall und emotional. Emotional auf jeden Fall, gesellig, kommunikativ und vertrauensvoll. Ja, der Rudi ist sehr kommunikativ. Er ist auch ein herzlicher Typ und ja, er vermittelt immer Gemeinschaftsgefühl, ein Familiengefühl auch im Verein. Nee, Rudi ist sehr menschlich. Also einer, den man anfassen kann, einer, der auf jemanden zugeht, einer, der sich nicht versteckt, also immer offen, ehrlich, hat einen sehr guten Humor, finde ich. Ja, man kann über Rudi immer wieder auch lachen. Also da kommen teilweise Sachen ziemlich trocken rüber und das macht ihn so einzigartig. Ja, geradlinig ist der Rudi, er weiß, was er will, er weiß, was er möchte und dementsprechend agiert er auch. Authentisch ist er auch, er verbiegt sich nicht, er sagt das, was er denkt und ich glaube, damit ist er in seinen ganzen Jahren als Spieler, aber auch als Funktionär durchgekommen. Mit 3 Worten Rudi Völler. Seriös, gleiche Zeit wie ein Vater, so für mich. Und 3. Wort wird sein, sehr gutes Verständnis, weil ich das jetzt auf Deutsch ist. Er hat ein großes Herz. Das ist Rudi, also ein großes Herz. Guter Mensch, authentisch, sehr erfolgreich. Eine Legende und schon als Fußballer war eine der besten Stürmer in Deutschland und jetzt war viele Jahre in Leverkusen und ehrlich gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, bei Leverkusen ohne Rudi Völler. Taktgeber, Idol und liebevoll. He's really kind and legend and a good person. Menschlich, emotional und bodenständig. Ja, bodenständig, jähzornig, aber gerecht und versöhnlich. Ehrlich, für mich auch eine absolute Legende, einfach mit seiner ganzen Geschichte und immer höflich, immer freundlich. Wunderbare Spieler, Stürmer, eine super Persönlichkeit und sehr seriös, sehr diszipliniert. Chef, Erfahrung und glaube ich kann auch viel Hilfe einem geben. So ausdrucksstark, also damit meine ich halt so, dass wenn er was sagt, so, dann wird es meistens so gemacht und jeder nimmt es so hin. So. Wenn er was sagt, ist so meistens immer so klar einfach. Und dann würde ich sagen, so warmherzig, so, er ist immer so für uns da, er ist immer derjenige, der vor uns steht, der uns schützt. Und was noch? So fürsorglich noch. Herzlich, knallhart und fokussiert. Nahbar, ehrlich, Typ. Ich glaube Ehrlichkeit,
ist eine Charaktereigenschaft von ihm. Gefällt zwar vielleicht nicht immer jedem, aber so habe ich ihn jetzt kennengelernt. Ich würde sogar sagen, er ist eitel. Charaktereigenschaft ist, ich würde schon sagen, er ist eitel. Und ja, Rudi ist eigentlich sehr, sehr entspannt. Also ich sehe ihn ja auch immer nur so im Stadion mal so ab und zu oder beim Essen. Da ist er eigentlich immer recht entspannt, sehr, sehr locker, genießt sein Leben sozusagen. Deswegen, sagen wir mal, Lebemann ist zwar keine Charaktereigenschaft, aber ich glaube, er genießt sein Leben ganz gut. Personalidad, Charakter y Calidad. Kult, Mensch und straight. Ehrgeizig, Sportikone und trotzdem aufgestellt. Starkes Charisma, mentalitätsstark und Nachhaltigkeit. Stürmer, Mensch, ein Lachen aufs Gesicht. Calm, experienced and positive. Toller Mensch, authentisch, immer geradeaus. Authentisch, auf jeden Fall. Emotional und gar nicht negativ gemeint, im positiven Sinn auch altmodisch oder beziehungsweise der wirklich so an diese alten Werte glaubt noch. Offen, ehrlich, sympathisch. Bodenständig, korrekt, geradeaus. Smart, cool, emotional. Empathisch, emotional, beständig. Der Rudi war sehr pflegeleicht, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und ohne Starrallüre. Ja, Ehrlichkeit, Ehrgeiz, sehr, sehr großer Ehrgeiz. Und ja, ist schwer, das ja, aber auch sehr tolerant. Also ja, weil wenn man mit so einer Persönlichkeit lange zusammen war, der hat so viele Facetten und man ist wirklich dann ja, nicht begeistert, sondern man ist stolz, mit dem zusammengearbeitet habe. Nicht nur als Spieler, sondern auch nachher in Funktionen im Verein. Das war riesig. Einfach Weltklasse, ja.